Mein Arbeitgeber ist pleite, was passiert mit meinem Job und bekomme ich noch Geld? Ja, und das besprechen wir zwei. Bei mir im Studio mein Kollege und Insolvenzexperte Max Walker. Hallo. Hallo. Max, muss ich noch in die Arbeit kommen, wenn die Firma, für die ich arbeite, pleite ist? Ja, das ist ganz wichtig, denn die reine Eröffnung eines Insolvenzverfahrens beendet nicht mein Arbeitsverhältnis. Es hat auch jetzt noch gar keine direkten Auswirkungen auf mein Arbeitsverhältnis. Das bedeutet, ich gehe weiterhin wie gewohnt in die Arbeit und selbst dann, wenn mir mein Arbeitgeber jetzt schon über einen längeren Zeitraum meinen Lohn bzw. mein Gehalt nicht bezahlt hat. Was jedoch ganz wichtig ist, sollte ich daran denken, mein Arbeitsverhältnis beenden zu wollen, muss ich mich bei der Arbeiterkammer melden, weil es gibt in der Insolvenz rechtliche Besonderheiten, die zu beachten sind. Also du hast gesagt, ich muss weiter zum Job kommen, ganz normal. Wenn ich dort jetzt hingehe, wer ist denn dann mein Chef, meine Chefin? Wenn eben ein gerichtliches Insolvenzverfahren eröffnet wurde, dann bestellt das Gericht eine Insolvenzverwalterin bzw. einen Insolvenzverwalter. Dieser oder diese übernimmt dann die Aufgaben des Arbeitgebers. Bedeutet, wenn ich jetzt zum Beispiel Urlaub vereinbart habe vor in der Insolvenz und der Urlaubsantritt würde erst nach Insolvenzeröffnung liegen, dann bleibt diese Urlaubsvereinbarung auch aufrecht. Wenn ich jetzt aber nach Insolvenzeröffnung zukünftig einen Urlaubsverbrauch vereinbaren möchte, dann muss ich das schon mit dem Insolvenzverwalter bzw. mit der Insolvenzverwalterin machen. Selbiges gilt für die Kündigung. Alles klar, das heißt aber, wenn die Firma natürlich pleite ist, da stellen sich viele Fragen. Eine davon ist, was passiert dann mit meinem Gehalt, mit meinem Geld? Bekomme ich da noch etwas? Ja, also in einem gerichtlichen Insolvenzverfahren spricht man, wenn mir Geld geschuldet wird, von mir als Gläubiger. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind genauso solche Gläubiger, wenn ihnen Löhne oder Gehälter geschuldet werden. Jetzt gibt es aber die Besonderheit, dass für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der IEF, das ist der Insolvenzentgeltfonds, einsteht. Diese Forderungen sind durch den IEF gesichert. Aber diese Forderungen müssen angemeldet bzw. beantragt werden. Bedeutet jetzt für Arbeitnehmerinnen, sie bekommen ihr Geld, aber nicht mehr vom Arbeitgeber, sondern von einer öffentlichen Stelle. Max, jetzt hast du den IEF erwähnt, den Insolvenzentgeltfonds. Was genau ist denn das? Das ist ein Fonds, der von der Republik Österreich eingerichtet wurde und vertreten wird dieser Fonds durch die IEF Service GmbH. Das ist auch die Behörde, die den Fonds nach außen hin vertritt. Dort müssen auch die Ansprüche beantragt werden. Das heißt, da gibt es für Betroffene doch einige bürokratische Hürden, aber wir als Arbeiterkammer, wir helfen. Wie schaut denn da diese Hilfe konkret aus? Ja, genau. Also hier kann ich beruhigen, die Arbeiterkammer lässt hier die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nicht alleine. Bedeutet, die Unterstützung durch die Arbeiterkammer liegt nicht nur in der Beratung, sondern auch in der Vertretung eben in diesen beiden Verfahren. Die Vertretung findet jedoch nicht durch die Arbeiterkammer direkt, sondern durch den ISA statt. Der ISA ist der Insolvenzschutzverband für Arbeitnehmerinnen, der gemeinsam von Arbeiterkammer und ÖGB, dem Österreichischen Gewerkschaftsbund, eingerichtet und betrieben wird. Wie schnell gibt es denn da Hilfe? Also wann komme ich zu meinem Geld? Und ist dieser Service durch die Arbeiterkammer, ist der kostenpflichtig, ist der gratis? Wie schaut das aus? Das ist natürlich für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ist das die wichtigste Frage. Wie lange muss ich denn auf mein Geld warten? Ganz verständlich in der Situation, wenn ich kein Geld mehr bekommen habe, ich habe trotzdem meine Kosten, die ich tragen muss. Statistisch gesehen 2 bis 3 Monate. Diese Zeit beginnt ab Antragszeitpunkt bei der IEF Service GmbH, somit beim Insolvenzentgeltfonds, zu laufen. Und natürlich noch eine wichtige Frage, die Vertretung ist für Arbeiterkammermitglieder kostenlos. Wie bekomme ich dann konkret diese Hilfe der Arbeiterkammer? Kommt die Arbeiterkammer jetzt auf mich zu? Kommt die zu uns in den Betrieb? Oder muss ich zur Arbeiterkammer gehen? Wie funktioniert denn das? Ja, also es ist so, in dem Moment, wo ich erfahre, dass mein Arbeitgeber insolvent ist, sollte ich mich bei der Arbeiterkammer melden und dann wird mir im Einzelfall auch konkret gesagt, was die nächsten Schritte sind. Ich werde beraten. Dann wird mit mir ein Gespräch aufgenommen und die Arbeiterkammer braucht natürlich auch was von mir, insbesondere Formulare, die unterschrieben werden müssen. Das Wichtigste ist natürlich die Vollmacht. Ja, wir müssen ja auch bevollmächtigt werden, damit wir beraten bzw. vertreten können. Das alles passiert in den ersten Schritten der Beratung.
Bei Großinsolvenzen ist die Situation ein bisschen eine andere. Bedeutet, wenn mehrere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer von einer Insolvenz betroffen sind, dann organisiert die Arbeiterkammer von sich aus Versammlungen, Dienstnehmerversammlungen. Und dann wird versucht, auf die bestehenden Strukturen des Unternehmens zurückzugreifen, um einen Kanal zu schaffen, um das strukturiert abzuwickeln. Und die Erfahrung hat bei Großinsolvenzen insbesondere gezeigt, dass ein gemeinsames Zusammenwirken von Insolvenzschutzverband, Insolvenzgericht, Insolvenzverwaltung und insbesondere natürlich der IAF Service GmbH zu raschen Ergebnissen führt und die Arbeitnehmerinnen so schnell wie möglich zu ihrem Geld kommen. Jetzt ist ja nicht nur das Geld, wie du sagst, ein Thema, sondern ja natürlich auch so, behalte ich meinen Job, behalte ich ihn nicht. Wann stellt sich das heraus in diesem ganzen Prozess? Wie lange dauert so ein Verfahren? Das kann man ganz schwer sagen, dadurch, dass es ja wirklich auf den Einzelfall ankommt. Es kommt natürlich darauf an, was ist es prinzipiell für ein Verfahren? Sprechen wir von einem Insolvenzverfahren, das ist der Überbegriff, der sich dann wieder gliedert in Konkursverfahren und Sanierungsverfahren. Im Konkurs ist der Sinn und Zweck, die Firma abzuwickeln, im Endeffekt die Dienstverhältnisse auch damit zu beenden. In einem Sanierungsverfahren ist er darauf gerichtet, das Unternehmen am Leben zu erhalten, zu sanieren und damit es in Zukunft weitergeht. Da wiederum ist nicht von einer Beendigung der Arbeitsverhältnisse auszugehen. Somit ist es wirklich schwer zu sagen, was mit den Arbeitsverhältnissen passiert, ob beendet wird oder nicht. Kommt auf den Einzelfall an. Alles klar. Und du hast vorher noch erwähnt den ISA, den Insolvenzschutzverband. Was ist grundsätzlich das Besondere daran? Das Besondere liegt beim ISA eben darin, in der langjährigen Erfahrung mit Zusammenarbeit Insolvenzgericht, IAF Service GmbH und den Insolvenzverwaltern. Unser Vorteil liegt darin, dass wir die Ansprüche bestmöglich aufnehmen können, berechnen können und derart aufbereiten können, dass es für diese Stellen zu einer raschen Prüfung kommt und dass die offenen Löhne und Gehälter so schnell wie möglich ausbezahlt werden können. Das heißt, dass die Hilfe möglichst schnell ankommt. Max, genau. Danke für deine Expertise. Gerne. Und für euch, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, abonniert unseren Kanal und aktiviert die Glocke. Wir sehen uns und bis bald.